Einer der meistverkauften Camper der Welt, der Ford Nugget auf Basis Kastenwagen, kleiner Kastenwagen. Und hier steht die Nathalie. Ich grüße dich, Nathalie. Hallo Sven. Ja, wir haben dich gerade eben schon verkauft als Camping-Novize. Du hast wirklich noch nie gecampt, oder? Nein, tatsächlich. Du bist doch ein Einzelkind. Tatsächlich nicht, nein. Aber wieso hast du noch nie gecampt? Ich weiß es nicht. Bei uns war das damals nicht so. Also wir sind immer schön in die Ferienwohnung zum Urlaub gefahren, aber nie mit dem Camper unterwegs gewesen. Ja, das ist so. Das ist oft so, dass also viele Leute im Jahr 2020 das Camping neu entdeckt haben. Die Zulassungszahlen sind explodiert. 60% plus. Wir sind bei Sorg in Fulda. Hier ist der Alexander. Grüß dich. Grüß dich, Sven. Hi. Ja, das ist so. Leute kamen rein, die vorher noch nie irgendwas mit Camping zu tun hatten. Viele Familien? Alles durchweg. Familien, frisch 18 geworden, der 70-jährige Opa so ungefähr. Es war alles dabei. Und da eigentlich fast nur noch die Frage, wann könnt ihr liefern, und je schneller, desto besser, ja. Ja, die Frage hat sich die Nathalie noch nie gestellt, denn du bist quasi bekennende Anticamperin. Derzeit noch, ja. Aber ich lasse mich gerne umstimmen, ne? Warum? Du hast es eines kennengelernt, das ist ein kleines Auto. Ich verweise dazu übrigens auf unser Video Nugget Plus zusammen mit Nathalie und Alexander. Es ist so, du liebst das, du kommst rein, du musst kein Essen kochen, damit fängt das schon an, du musst nichts machen. Genau, das ist Urlaub. Aber klar, natürlich. Also ich glaube, es hat auch seine Vorteile, wenn man natürlich sagen kann, ja, wir machen das selber und dann in unserem eigenen Wohnmobil. Warum nicht? Das könnte auch Stress sein dann. Das heißt, also du kommst dahin, der normale Urlaub sieht ja oder sah mal so aus. Man hat ein Ticket gelöst, hat einen Pauschalurlaub gemacht, ist in den Flieger eingestiegen, hat eine kleine Tasche gepackt, möglichst mit 2, 3, 4 verschiedenen Bikinis, ist dann an den Strand dran, 2 Wochen. Genau, so sah es aus. Ja. Eigentlich. Im Moment geht das ja nicht so gut. Leider nicht, nein. Ja. Da muss man sich Alternativen überlegen, ja. So ist das. So, ja, wir haben ja gesagt, wir gucken mal in 2, 3 Jahren, ob wir es dann hinbekommen haben. Aber viele Leute stehen denn hier, wenn du die Leute siehst, die so ein bisschen ums Auto rumtigern, du erkennst oft schon so die Typen so ein bisschen? Ich denke, ja. Also würde ich sagen, ich bin jetzt seit 14 Jahren hier in dem Unternehmen. 14 Jahren? Ja, seit 7 Jahren verkaufe ich Nuggets. Bin selber Camper. Du verkaufst seit 7 Jahren Nuggets? Ja. Da kennst du jede Schraube vom Nugget, oder? So ungefähr, ja. Okay, das ist ziemlich cool. Ja, wir haben es ihr eben erklärt, sie arbeitet hier, die Nathalie. Sie macht das Marketing und sie hat jetzt das erste Mal erfahren, wie versatil, also unglaublich toll das Auto ist. Ja, ich hoffe, dass wir sie in den nächsten 2 Jahren noch rüberziehen können. Geh mal kurz drum rum. Komm mal mit, Nathalie. Du darfst mal ein bisschen co-moderieren. Da oben ist ein Zelt drauf, oder? Richtig. Meiner Ansicht nach, ja. Deiner Ansicht nach. Das ist Aber ich bin ja noch, wie wir eben gerade gemerkt haben, bekennende Anti-Camperin. Ja, gut. Woher soll man es auch wissen, ne? Ich muss dazu sagen, das habe ich ja gesagt, ja. Das nennt sich wie? Aufstelldach. Das ist ein Aufstelldach. Das ist aber quasi Zeltstoff. Das ist ein Zeltstoff vor 2021 sozusagen. Also wir sind noch nicht in 21, aber jetzt wurde das Dach sozusagen der Stoff neu gemacht. Vorher war das ein Baumwollstoff und jetzt ist es ein Vinylgewebe. Also wie man es vom Zeltcare kennt, nur ein bisschen dicker. Okay, das heißt, es kann aber auch nicht direkt drauf regnen, sondern ich habe von oben ein ganz starkes Dach. Das ist auch GFK oder was ist das? Genau, das ist ein GFK-Dach und die Seiten, da könnte es auch direkt drauf regnen. Das ist wasserdicht, also nicht nur wasserabweisend, das ist richtig wasserdicht. So, erklär mal gerade der Nathalie, was ist ein GFK-Dach? Das ist ein glasfaserverstärkter Kunststoff. Ein Glasfaserverstärkter, ja, stimmt. Aber wenn du das jetzt so siehst, du hast das gewusst, was GFK ist? Nein. Siehst du mal, sie hat es nicht gewusst. Ja, also es ist im Grunde genommen sind das Kunststoff- oder Glasfasermatten, die mit einem Kunstharz in mehreren Schichten zu einer Form gemacht werden. Genau, richtig. Ja, das ist schön. Der Vorteil ist Hagel und so, das macht dann nichts aus? Gar nichts. Das ist auch ein Vorteil bei den Versicherungen. Wenn man sagt, dass man ein GFK-Dach hat, ist die Versicherung auch nochmal einen Ticken günstiger, weil halt kein Hagelschaden entstehen kann. Was krass ist, ihr habt eine Reling drin. Das heißt, man kann auch was oben drauf machen? Ist richtig. Also das ist serienmäßig, die Reling ist serienmäßig drin und man kann Querträger von Westfalia nehmen oder halt auch andere Hersteller. Bei Westfalia ist es so, Querträger von Westfalia plus 25 Kilo, dann darf man das Dach auch noch aufstellen. Die Dachlast an sich sind aber meines Wissens 75 Kilo, dann darf man das Dach aber nicht mehr aufmachen. Okay, das heißt, dann wird es auch ein bisschen schwieriger, 75 Kilo hochzudrücken, je nachdem, wo es ist vom Winkel her. Das Dach geht nach hinten auf. Das ist eine Besonderheit. Viele, gerade bei Volkswagen, also jetzt von SCA, einem Dachhersteller, da gehen viele nach vorne auf. Das hat nämlich einen Vorteil, hinten ist die Küche. Genau, also wir können dadurch, dass wir das Dach hinten öffnen können, in der Küche eine Zeile stehen. Was andere natürlich nicht machen können, weil die nach vorne öffnen und da ist Fahrer-Beifahrer sitzt. Das heißt, man verschwendet eigentlich so ein bisschen den Platz. Ihr habt ein schönes Zubehör hier. Du weißt, was es ist?
Ja, ein Gepäckträger für Fahrräder. Sehr schön. Der ist abklappbar? Der ist abklappbar und auch einer der ganz wenigen Fahrradträger, die abklappbar sind und man kann sogar noch die Heckklappe öffnen. Das geht normalerweise beim Nugget ganz schwierig. Mach mal. Mach ich. So, und das Besondere ist nämlich wirklich, man muss ihn nicht demontieren. Das ist doch wunderbar, oder? Dort könnten auch E-Bikes, das werden wir gleich mal erfahren, was so die maximale Traglast ist. Auch hier ist es so, man sieht, es ist eine sehr knappe Sache. Genau. Warte, ich zeig das mal gerade, aber der ist genau dafür gebaut. Oder ist es Zufall? Das ist Zufall eigentlich. Also er ist nicht wirklich genau für Nugget gebaut, aber es funktioniert. Es funktioniert, weil die meisten kaufen die Dinger dann im Internet, bestellen die und stellen fest, es fehlt genau ein Zentimeter. Genau, also es ist wie gesagt, beim Nugget ein ganz schwieriges Thema, dass man einen Fahrradträger findet, der dementsprechend abklappbar ist. Also es gibt genug abklappbare, aber der so abklappbar ist, dass es auch wirklich funktioniert. Und Das ist ein Übler. Das ist ein Übler, genau. Ein Übler P22S, hier ist auch nochmal das Datenblatt von dem Träger. Das heißt, wir können auch 2 E-Bikes mitnehmen, das ist kein Thema. So, auch hier am besten die Batterien entfernen bei den E-Bikes, nicht nur, weil es dann leichter ist, sondern die Diebe, die mögen das nicht ohne Akku. Die sind ganz schnell weg, ja, da muss man aufpassen. Das ist so, das sollte man machen. Du selbst fährst E-Bike? Nein. Noch bin ich jung, noch kann ich ohne Motor fahren. Das ist eine falsche Antwort, weil nämlich du fährst nämlich E-Bike. Ich fahre ein E-Bike, ja. Welches fährst du? Ich fahre ein Highbike, in Fully, das nennt sich X-Duro All Mountain 8.0. Oh, bist du gut. Er hat das gewusst. Ey. Es hat nämlich gar nichts damit zu tun, dass man jung oder alt ist, sondern das ist eine Frage, ich sag mal, du fährst viel mehr, seitdem du E-Bike fährst, oder? Das ist richtig. Zumal ich, also es ist wie gesagt ein vollgefedertes Fahrrad, ich fahre gerne Berg runter und muss natürlich dann auch immer wieder Berg rauf. Und das ist natürlich mit einem E-Bike ein ganz einfach. Ich schalte mal ganz kurz rein, dass wir das mal sehen, denn auch hier die Küche ist so ähnlich wie bei dem normalen beim Nugget Plus. Die ist identisch, also das Fahrzeug ist eigentlich bis, wenn man es will, hierhin 1:1 dasselbe Auto. Man schneidet beim Nugget Plus rechts das Schrankteil ein bisschen weg und baut dafür dann ein zweites Schrankteil hinter die Toilette. Das heißt, eigentlich ist das Auto von dem Grundprinzip bis Ende Küchenzeile 1:1 das gleiche Auto. Ja, was ziemlich cool ist, das wird die Nathalie unglaublich begeistern. Wir haben noch nicht mal hier ein richtiges Klo drin, sondern hier kann man ein Porta-Potty reinstellen. Weißt du, was das ist? Das weiß ich nicht. Was ist ein Porta-Potty? Ja, das ist eine Chemietoilette, die portabel ist. Die kannst du mitnehmen. Die kannst du zum Beispiel auch im Gartenhaus verwenden. Wow. Ist vollkommen begeistert. Es ist so, wer jemals unterwegs dringend mal auf Toilette musste, Der und freut sich. Der freut sich. Ja. Ja. Das ist so, da kann man das Thema Porta Potty auch noch so verteufeln. Aber es ist wirklich, ist es besser, eine zu haben als keine. Besser ein Porta Potty als nichts, ja. Ja, und das passt genau hier rein, oder? Ja, gibt es 2 Hersteller, die auf jeden Fall reinpassen. Das ist ein Porta Potty, da weiß ich das Produkt nicht ganz genau. Und eine Dometic 976, die passt ohne Probleme rein. Alle anderen sind dann entweder zu breit oder zu hoch. Lass mich ja rekapitulieren. Also auch hier wieder Gas, Dieselheizung? Genau, 1:1 da drüben. Achso, Entschuldigung, 1:1 das gleiche, also eine 3 kW Dieselstandheizung. Wir haben unseren Gasherd, wo auch nur der Herd über Gas läuft, über unsere 2,8 Kilo Campinggasflasche. So, hier oben ist ein bisschen anders, werden wir gleich mal zeigen. Geh mal bitte rein. Jetzt werden wir mal unser Model mal testen. Von der Größe her ist natürlich was ganz anderes jetzt mit dem Aufstelldach. Aber du hast genug Platz? Auf jeden Fall. Okay. Für meine Größe perfekt. Arme hoch bitte. Ja, auch da kommst du jetzt gar nicht mehr dran. Das heißt also, durch das Aufstelldach haben selbst Riesenpersonen haben kein Problem. Hinten in der Küchenzeile ja, nach vorne hin wird es natürlich ein bisschen enger, aber selbst da dürfte Nathalie kein Problem haben, auch vorne stehen zu können. Ist natürlich vorne ein bisschen enger als hinten. Was mir auffällt, ist es drüben das Lichtpaket, ist ein anderes Licht drin hier? Ja, also wir haben drüben ein bisschen mehr Licht durch das Lichtpaket und natürlich durch die Dachfenster bekommen wir ein ganz anderes Licht rein, als wie das jetzt hier der Fall ist. So, das heißt also hier der Einsatzpunkt, der Preis ungefähr der gleiche zwischen den beiden? Oder ist es hier ein bisschen günstiger? Wir liegen hier etwa Ungefähr. auch um die 50, also ich sag mal so 2.000, 3.000 Euro unter dem Nugget Plus mit einer ähnlichen Ausstattung. Okay, das heißt also, wenn ich ein Hochdach haben möchte oder praktisch ein Aufstelldach, das ist eine Entscheidung nicht des Preises wegen, sondern des Einsatzes. Das heißt, hier habe ich ein Fahrzeug, was nicht so hoch ist, was ich im Alltag etwas einfacher einsetzen kann, was nicht aus 1000 Kilometer aussieht wie ein Camper. Richtig, wenn das Dach zugeklappt ist, sieht das Fahrzeug von außen auf den ersten Blick erstmal aus, als wäre es ein ganz normaler Bus. So, wir machen mal gerade Schlafposition und
da hat die Nathalie gesagt, das will ich mal machen, ohne dass mir der Alexander erklärt, wie es geht. Und er wird aber mal kurz mal verraten, wie es geht. Also was muss sie tun? Ja, wir haben rechts oben und links oben eine kleine Schlaufe und die zieht man ein Stück nach unten, hält dann mit der anderen Hand den Lattenrost sozusagen nach oben, hängt beides aus und lässt dann den Lattenrost ganz langsam nach unten ab. Hast du es verstanden? Ich versuche es mal. Genau, probier mal. So, sie hat ja studiert, also insofern kann nichts mehr schief gehen. Du hast was studiert? General Management. Also General Management, also da, die muss das runterkriegen, ja, General Management. So, mal kurz mal da oben. Jetzt merkt man schon, es hat gerade so gelangt von der Körpergröße jetzt. Und ansonsten, was wäre dein Tipp? Eine Leiter unten einfach einhängen und auf die erste Stufe gehen, dann ist man ja ganz schnell mal 10, 15 Zentimeter größer. So, hier wäre die Leiter nämlich, gell? Genau, richtig. So, das wäre also kein Problem. Die Leiter ist dabei? Die Leiter ist dabei und zwar Im Leiterfach. hier neben dem Schrank. Ah, da! Ja. Genau, die hängen wir direkt mal ein. Denn die Nathalie kann es schon kaum erwarten. Die möchte unbedingt mal das Bett testen, hat sie mir gerade eben gesagt. Ja, wir müssen jetzt auch einmal den Lattenrost sozusagen nach hinten ziehen. Also man sieht, man hat einen kleinen Knick vorne drin. Den Warte Knick mal, ich zeig das mal gerade von der anderen Seite. Wenn du mal kurz mitkommst, Alexander. Dass wir das mal sehen. Da ist so ein kleiner Knick, damit die Stehhöhe ein bisschen höher ist. Richtig, den Knick bekommt das Bett automatisch, wenn man es nach oben macht, damit man halt vorne relativ schnell Stehhöhe bekommt. Ja, die ist schon ganz begeistert. Die will das auch alleine machen, das Zurückziehen. Wie funktioniert's? Einfach unten am Lattenrost anpacken und entweder mit einem kleinen Schwung oder mit Gefühl nach hinten ziehen. Schwung ist alles. Ja, komm. Ich helfe kurz mal nach. Ich frag. Also es geht relativ einfach, wenn man den Trick raus hat. Nein, man muss einfach... Gut, sie will auch nichts kaputt machen. Genau, Das man ist zieht einmal ein bisschen nach hinten und dann klappt das dementsprechend. Und weißt du, schön war, wenn du es nochmal hoch machst, dann kann sie es nochmal rausziehen. Mal sehen, ob es jetzt klappt. Dann haben wir es nämlich gleich. Genau, einfach hoch. Ist das genial. Das ist so, ist das hier so symptomatisch für Leute, die noch nie irgendwie so ein Auto? Geht nicht. Mach hoch. Mach hoch. Achso, nee. Einfach hochheben. Hochheben. Hoch. Genau, hoch. Und jetzt knickt das hier vorne ein. Und jetzt würde man es links und rechts einhängen. So, und jetzt mal runter nochmal. Okay. Schön mittig ablassen. Mittig ablassen. Genau. So, und jetzt einfach zu dir ziehen. Ja. Siehst du, klappt doch. So, das ist nämlich oft der Effekt, dass Leute dann sagen, wenn ich es einmal gemacht habe, es sieht unglaublich schwer aus. Einmal gemacht und dann geht's. Und dann geht's, ja. Na gut, das ist Übung macht den Meister. Man muss das 2-3 Mal gemacht haben und dann ist auch alles einfach. Ja, spätestens wenn wir beim nächsten Dreh, wenn die Nathalie auf große Reise geht, was wäre so ein Lieblingsland, was du gerne besuchen würdest? Frankreich. Wo da? Unten schön. Côte Süden. d'Azur, natürlich. Okay. Côte d'Azur. So, dann gehen wir drauf, bitte. Ja. Dann mal kurz mal gucken. Die Schuhe werden natürlich ausgezogen. Die Fahrzeuge hier drin in der Ausstellung, die bleiben oder werden die ab und zu mal getauscht? Die tauschen wir aus. Also wir haben unsere 3 festen Vorführfahrzeuge, die wir auch immer behalten, damit man natürlich was zeigen kann und die werden ab und zu ausgetauscht. So, jetzt sieht man das hier vorne. Du hast unglaublich viele Fenster, Nathalie. Kannst rausschauen, Ja. praktisch wie in deinem Hotelzimmer, wenn du abends vom Strand kommst, ein kleines bisschen. Aber du kannst dir das so vorstellen, stell mal vor, man hätte jetzt rückwärts geparkt, du könntest hier rausgucken, könntest also jetzt hier den Strand sehen mit allem drum und dran. Nee? Doch, das Doch. ist schön, oder? Leg dich mal hin, bitte. So, die Frage ist, Kopf, in welche Richtung? Ja, Kopf nach hinten, damit man mehr Platz hat. Auch hier ist es so, wir sind 1,40 Meter breit, über 2 Meter lang. Das heißt, selbst große Menschen haben hier keine Probleme. Und hinten das Gummiband, was man sieht, das kann man mit einem Handgriff in der Mitte einmal auseinander machen. Und Mach mal. So, du musst auch gleich wieder zusammen machen, denn wir werden nämlich gleich das Dach einklappen und dann mal zeigen, man kann nämlich auch Stealth übernachten, indem man nämlich das Dach nämlich unten lässt und nur unten schläft, oder? Genau, also man kann unten das Bett wie beim Nugget Plus auch zusammenbauen und lässt oben das Dach zu und schläft einfach unten. So, kommen wir mal runter. Ja. Dann verweise ich übrigens, was die Küche und Co. angeht, auf unser Nugget Plus Video, was wir drüben gedreht haben. Da haben wir nämlich alle Küchenfunktionen mit allen drum und dran gezeigt. Einfach eingeben, Sorg 2021 Nugget Plus, und da haben wir das ganze Thema Küche nochmal gezeigt und wir gehen mal kurz rein. Wenn das Dach jetzt zugemacht wird, klar, man sieht es immer noch, aber es ist viel unauffälliger. Ja. Also ich kann das gerne jetzt gleich mal zumachen, wenn Nathalie draußen ist. Ja. Und dann kann man ja schon außen schon mal sehen, dann sieht das Fahrzeug eigentlich aus wie ein Bus, der vielleicht 5-6 Zentimeter höher ist. Nathalie, komm mal zu mir. Ja. So, jetzt darfst du moderieren, was er macht. Mach das Dach zu. Er macht das Dach zu, ja. Und ich hoffe, das in wenigen Handgriffen. Ja, du siehst, da macht er erstmal die Fenster zu. Ja, wichtig. Damit doch nichts reinregnet, ne?
Ja, das weniger, sondern es wird dann könnte eingeklemmt werden. Ja, auch wieder. Das ist richtig, ja. Ist jetzt an der Seite, jetzt zieht das rein. Beiden Seiten, ich merke, er hat es schon mal gemacht. Das wollte ich dir ersparen. Ich denke, das kann er. Das kann er sehr gut. Mit der Erfahrung, die er hat. Du hast gut aufgepasst? Ja, ich denke doch. Mal schauen, was jetzt noch für Aufgaben kommen, oder? Nee, ich werde dich jetzt auf jeden Fall nicht dazu zwingen, das Dach nochmal zuzumachen. Aber wenn man es drauf hat, so eine Sache von 1-2 Minuten, dann wäre man abfahrbereit. 30 Sekunden. Wenn man es drauf hat. Wenn man es drauf hat, 25. Das heißt, es gilt auf jeden Fall, beide Seiten einzuziehen, gucken, dass nichts eingeklemmt ist. Genau, also den Wagen gibt es ja dann nächstes Jahr, also in 21, auch als Nugget Plus mit Aufstelldach. Das heißt, wir haben dann den langen Radstand, haben wieder unsere Toilette hinten rechts. Und da ist es so, dass man eine Faltenhilfe dabei hat. Man zieht das Dach also runter und da sind so Stäbe, die fallen dann in den Innenraum. Dadurch ist das mit dem Stoff eine ganze Ecke einfacher. Und bei dem kurzen Radstand ist es so, dass man halt mit 2 Handgriffen relativ zügig den ganzen Stoff eingezogen hat und dann ist es kein Problem. Sag mal, als du vor 7 Jahren angefangen hast, die Autos hier zu verkaufen, du bist durch Zufall hier reingerutscht? Oder? Da hast du gesagt, hey, ich mach's. Hey, ich mach's. Gut, dadurch, dass ich schon lange Camping mache, du bist Camper? Ich bin Camper, ja. Also ich bin seit 10, 11, 12 Jahren mache ich Camping. Ohne Nugget, mit einem Dachzelt. Also ich mache das mit einem Dachzelt aktuell noch. Achso, du hast ein Dachzelt. Ich habe ein Dachzelt und da ist das natürlich so, dass das eher Leben vor dem Auto ist. Jetzt mal eine Frage, so, du bist so ein 4x4 Camper, so ein bisschen freistehen? Korrekt, ja. Okay, alles klar. Also auch da ist es so, dass der Nugget halt ab Werk kein Allrad hat, bieten wir aber auch an. Das heißt, es gibt die Firma Extremfahrzeuge, die Fahrzeuge auf Allrad umbaut. Mit denen arbeiten wir auch zusammen. Und da geht natürlich der ein oder andere Allradcamper auch hier weg. Und das ist natürlich auch schön. Ich mache das auf Basis, wir haben ja noch Land Rover im Hause und da habe ich einen Traktor, den Land Rover Defender und da ist ein Dachzelt drauf. Von Alucap? Nein, von Dacia, das ist ein Australier. Das ist also so ein Häuschenzelt, sage ich mal, was man wirklich so aufklappt. Ja, der Vorteil ist, dass die auch wirklich passen im Vergleich zu Alucap. Nee, wir haben jetzt mal aus Südafrika ein Zelt bekommen, das musst du erst mal eine Stunde anpassen. Lustigerweise machen wir sogar auch das ein oder andere mit Alucap. Ja. Also hier Ranger-Umbauten mit Dachzelten und so weiter, das machen wir auch. Haben ja auch ab und zu mal hier ein Fahrzeug stehen, was umgebaut ist. Und da muss ich sagen, ist es eigentlich so, dass es von der Passgenauigkeit her echt relativ gut ist. Also wir haben da bisher nie Probleme mit gehabt. Du bist gar nicht so weit weg hier mit den Nuggets, muss ich sagen, vom Thema draußen stehen, alleine sein. Das hier ist ja jetzt kein typisches, ich sag mal, draußen hier mein Wohnmobil, da ist wahrscheinlich drüber Schreiner gesagt, da kommen die Rentner. Ja gut, da kann man wahrscheinlich auch 3, 4 Nuggets ineinander stapeln. Nein, es ist klar, mit so einem Fahrzeug ist es auch mal schnell getan, dass man sich irgendwo hingestellt hat. Eventuell, wenn man hier das Dach zulässt, wird man ja noch nicht mal erkannt als Camper. Das heißt, da ist Freistehen natürlich auf jeden Fall angesagt. Ja, es wird immer schwieriger. Zumal, ich sag mal so, du brauchst dazu aber auch eine Lebensgefährtin oder Lebensgefährte, der da auch mitmacht, oder? Das heißt, also Thema Freistehen, alleine sein, dann sind die wildesten Geräusche nachts. Da wäre bestimmt die Nathalie ganz, ganz stolz, wenn es irgendwie knackt und du bist allein im Wald. Ja, also so ganz alleine im Wald, das wäre nichts, nein. Okay, das hast du aber alles schon erlebt. Ja, alles schon erlebt, ja. Aber das ist auch wiederum die Sache. Also ich muss sagen, wenn ich frei stehe, schlafe ich am besten, weil da stört nämlich kein Licht von irgendeinem Campingplatz oder sowas. Aber und die Sterne sieht man endlich mal. Ja, richtig. Du hast einen Hund? Nein. Gut. Das hätte ich jetzt dir auch noch zugetraut. So. Also auch hier habe ich natürlich die Außendusche, die ist diesmal hier. Richtig, die Außendusche, hier ist es jetzt so, selbst wenn wir einen Warmwasserboiler nehmen, haben wir kein Warmwasser an der Außendusche. Warum? Man hat keinen Mischer hier hinten verbaut. Okay, das heißt, da ist es wirklich so im kurzen Radstand, hat man den Mischer nur an der Spüle und hinten an der Außendusche hat man nicht. Kurzer Radstand heißt 5 Meter? Genau, knapp unter 5 Meter. Ja, super. Also das heißt, auf Fähren und so überhaupt kein Thema. Ich bin sehr günstig bei allem und ich bin sehr alltagstauglich, weil 5 Meter kriege ich überall eingeparkt. Ja, die meisten Parkplätze haben ihre 5 Meter. Sobald ich über die 5 Meter komme, gucke ich irgendwo raus und hier bleibe ich dementsprechend drunter und ja. Ich stand mal mit einem 7 Meter Camper beim Ikea. Es war lustig. Ist interessant, wie lang 2 Meter sind. So, das heißt, also hier innen, ich zeige es gerade nochmal, das ist auch baugleich innen, jetzt in der Form? Baugleich zu dem Nugget Plus, genau.
ein bisschen wenig Licht im Vergleich zu vorher. Das heißt, das ist echt krass, was das ausmacht, das Lichtpaket. Ja, wobei, wie gesagt, das meiste wird oben unsere Dachfenster ausmachen. Die haben wir jetzt im Nugget Plus offen gehabt, also da war keine Verdunklung davor. Das heißt, es kommt sehr viel Licht von oben rein. Wir haben sogar das größere Fenster gehabt, kommt noch mehr Licht rein. Und hier ist jetzt nach oben hin natürlich alles zu. Muss man wissen. Also guckt mal das andere Video, dann sieht man das mal. Du machst mal bitte hinten zu, die Klappe, damit wir mal so ein bisschen das Raumgefühl kriegen gleich, wenn die Nathalie auf Toilette muss. Denn jetzt ist die Stehhöhe natürlich eingeschränkt. Geh mal kurz rein, Nathalie, dass du mir mal berichtest, jetzt schon Bücken angesagt. Ja? Auf jeden Fall, ja. Genau, wenn du mal hinten in die Küche gehst, auch da, klar, das Dach ist jetzt zu. Richtig, also man ist dann knapp innen drin Meter 35 hoch. Das heißt, man muss logischerweise überall gebückt laufen. Selbst kochen wird jetzt schwierig. Man hat das Wasser, was verdunstet, kann natürlich nicht richtig abziehen. Das ist schwierig so. Ja, spätestens jetzt wird die Nathalie sagen, hey, ich fahre doch nach Mallorca. Komm mal kurz nach vorne, dass wir das mal sehen. Und ja, auch hier den Tisch hast du gesehen, den du kurz umbaust. Eine Einweisung hat sie ja eben schon bekommen. Ist das jetzt gemein, was wir machen? Nein. So, mach mal. Bitte mal den Tisch einklappen. Du kriegst aber Hilfe von uns. Das heißt, wir werden dir noch ein bisschen erklären, was zu tun ist, wenn sie es nicht alleine schon kann. Perfekt. Jetzt kannst du hinten einmal noch da ist noch eine Lasche hinten an dem Tisch. Nee, hier drüben, da genau, die kannst du einen Druckknopf an die. Perfekt. Unter dem Tisch ist ein Hebel auf der Seite. Am besten packst du ihn unten rein. Genau, da müsste ein schwarzer Hebel sein, da kannst du sitzen. Sie hat ihn erwischt. Nee, noch da drücken. Ja, jetzt ziehst du den, jetzt kannst du es reindrücken. Ah ja. Und jetzt am besten, du würdest dich auf die andere Seite setzen. Drückst den mit allen Tricks wird gearbeitet. Knopf rein, hier vorne. Unten am Fuß. Ja, wenn du von hier vorne guckst, siehst du es. Den viereckigen Knopf. Den hier? Nein. Hä? Warte. Hier. Ja, perfekt. Ah. Wunderbar. Ah, das ist schon gut gemacht mit dem Tisch. Jetzt noch ein Stück zum Fahren, genau, da wird perfekt. Jetzt runter. Nee, das war zu weit. So. Ja, so weit? Ja. Das ist gut. So, das heißt, man darf nicht mit ausgeklapptem Tisch fahren, muss man sagen. Also wenn da was passiert, man knallt drauf, das ist sehr unangenehm. Das ist richtig. Das steht auch extra hinten auf einem Schild, dass man beim Fahren den Tisch einklappen sollte. Hast du gewusst? Nein. Ja, kannst dir vorstellen, voll Bremsung und das Kind ist im Müsli. Ja, das wäre natürlich unvorteilhaft, ja. Ja, man soll es echt nicht machen. Also nochmal Hinweis an alle. So, die Kopfstütze, man sieht das schön, das passt bei der Nathalie. Wunderbar, richtig. Genau, nicht mal so ein bisschen ranlümmelst. Dass wir das mal sehen. Ist das angenehm? Ja. So, jetzt kann man Folgendes machen. Man kann während der Fahrt das ein bisschen anschrägen, oder? Nein. Darf man nicht. Wir könnten ein Stück nach vorne gehen mit der Sitzbank, sollte man aber beim Fahren nicht machen. Also die arretiert ungefähr 5 bis 6 Zentimeter weiter vorne, aber das sollte man beim Fahren nicht machen. Genau, wenn du es trotzdem mal machst, wir stehen ja jetzt. Bitte nicht nachmachen, was wir jetzt machen. So, wir schieben es mal gerade ein paar Zentimeter vor. So, die arretiert jetzt. Ich kann aber in der Position die Sitzlehne nicht nach hinten machen. Die kann man nicht nach hinten machen, okay. Das war die Frage. Jetzt hier theoretisch einen Ticken mehr, aber so sollte man eigentlich nicht fahren. Okay. Das heißt aber auch, viele Leute haben mich gefragt, kann man die Sitzlehne nach hinten machen, wenn der Fahrt geht? Nicht. Nein. Gut, super. Wenn du es jetzt mal so umbaust, dass es diese Lümmel-Couch ist, von der wir eben gesprochen haben, diese Lounge. Bitte einmal rauskommen. Genau, einmal kurz raus. Und dann. Jetzt kann man die nämlich hochklappen, guck mal hin. Was ist zu tun? Ja, der Sitz muss ein Stück weiter nach vorne. Und damit ich einmal kurz, also man muss einmal das Bett als sogenanntes Bett bauen. Ja. Achso, damit es ganz runterkommt, damit das Scharnier dann einmal einklingt. Das hättest du doch alleine hinbekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Frauenpower. Ich denke, man schafft das, oder? Ja, ich denke auch. Also wenn der Alexander es hinkriegt, nach 7 Jahren. Dann kriege ich das auch jetzt hin, oder? So als Laie. Ist aber auch so, wenn du hier Leute siehst, die das mal selber machen, die stellen sich so ähnlich an, oder? Muss man schon sagen. Das heißt, wenn man es noch nie gesehen hat? Wenn man es noch nie gemacht hat, logisch ist es natürlich ein Ticken schwieriger. Aber, jetzt hat es einmal geklackt, Jetzt hat es kurz einmal geklackt. Und wenn man das jetzt hoch macht, und dann habe ich eigentlich, wenn man es so will, so meine Lümmelcouch. Da ist die sogar Lümmelcouch. vielleicht hier noch irgendwas befestigen und ja. So, jetzt fragen wir uns natürlich alle, warum sollte man so da sitzen, wenn man noch drüben die Füße, aber es ginge. Es würde funktionieren, richtig. Vorteil ist jetzt, du hast verstanden, also wir können jetzt zumachen, das Dach ist geschlossen, was, glaube ich, in vielen Innenstädten, wenn man stehen würde, ganz sinnvoll ist, wenn man sich nicht von einem Kilometer zu erkennen gibt, wir schlafen gerade im Camper.
darf man meines Wissens auch nicht in der Innenstadt das Dach aufmachen, soweit ich weiß. Aber ja, natürlich wird man so nicht gesehen. Und anders würde natürlich direkt erkannt werden, hey, da schläft vielleicht jemand. Höhe vom Fahrzeug mit dem Dach? 2,7 Meter. Das ist für viele Tiefgaragen zu viel, oder? Das ist korrekt, aber leider geht es nicht anders. 2,7 Meter, das heißt, wenn das aber 2,10 Meter sind, da kann man sich ja drauf verlassen, wenn da steht 2,10 Meter, oder? Normalerweise sollte man sich drauf verlassen können, ja. Ich würde wahrscheinlich noch mal gucken. Okay, nochmal gucken, ob man reinfährt. Da könnte man sogar, das habe ich immer gemacht, auf dem obersten Parkdeck einer Tiefgarage geschlafen. Das war so war immer ganz romantisch und so ist es. Ja, ich habe viel gelernt. Auch hier konnte ich es jetzt wieder zum Bett umbauen, das haben wir eben kurz gesehen. Das ist er, der Nugget. Das heißt, ansonsten verweisen wir auf das andere Video. Es gibt viele Parallelen. Sehr viele, ja. Wie gesagt, bis auf die 40 Zentimeter weiter nach hinten und der Toilette ist das Auto fast baugleich. So ist es, ja. Wir sind bei Sorg in Fulda. Erstmal vielen, vielen Dank zu dir, Nathalie. Auch wenn man uns ab und zu mal den Eindruck macht, als hätten wir es lustig über dich gemacht. Aber schön ist mal jemand zu sehen, der noch nie gecampt hat. Und dann auch so die Reaktion, weil viele Frauen können sie verstehen, oder? Ja, sicherlich. Also denke ich auf jeden Fall. Die meisten Männer werden wahrscheinlich sagen, oh ja, dann nehme ich mein Zelt und laufen irgendwo hin und schlafe da. Das können Frauen wahrscheinlich nicht ganz so nachvollziehen. Ja, also eine Pauschalurlauberin versus dem Hardcore-Camper, der sich auch mal an einem See neben Krokodile stellt. Ja, so ist es. Alexander, Nachname? Dekarts und? Nathalie Pilger. Nathalie Pilger von der Firma Sorg, der wahrscheinlich größte Nugget-Händler der Welt. Zumindest mal von Deutschland könnte es sein, sagen wir mal so. Also, oder gibt es viele Händler, die viel mehr Nuggets verkaufen? Nein. Sehr schön. Wir sind in Fulda mittendrin. Die Leute kommen aus ganz Europa zu euch, zumindest mal aus Deutschland. Und ja, sie haben über 100 Fahrzeuge im Vorlauf. Am besten mal nachfragen, wie ist deine Telefonnummer? Vorher von Fulda? 0661 495094. Noch einmal? 495094. Du lebst aber hier in Fulda ab und zu. Ab und zu, ja. Also ich bin vorher von Fulda. 0661. Sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Tschüss.